Mahlzeit, Freunde der historischen Küche. Heute habe ich euch ein ganz interessantes Video mitgebracht. Vielleicht kurz zur Einordnung. Ich bin im Urlaub in Schweden. Und was ist nicht typischer, als ein typisch schwedisches Gericht vorzustellen? Und das ist der Hamburger. Ne, Quatsch. Spaß beiseite. Schneide ich raus. Nee, schneide ich nicht raus. Ist natürlich kein schwedisches Gericht, aber es ist der Hamburger. Und zwar das Originalrezept. Denn wer kennt es nicht? Saftiges Fleisch. Ein weiches Brötchen, ein bisschen Ketchup, vielleicht auch noch eine Käsescheibe dazwischen und eine Gewürzgurke. Das ist der originale Hamburger nicht. Und wenn ihr wissen wollt, wie der hergestellt wird und wie der schmeckt, dann bleibt dran. Vielleicht noch was in eigener Sache. 85% meiner Zuschauer abonnieren den Kanal noch nicht, denn die schauen die Videos, haben aber noch nicht die Glocke gedrückt und den Abonnieren-Button geklickt. Also wenn ihr mir und dem YouTube-Algorithmus einen Gefallen tun wollt, dann drückt doch einfach den Button und die Glocke. Damit helft ihr mir und dem Algorithmus festzustellen, dass der Content ganz cool ist. Und jetzt kommen wir zum historischen Hamburger der originalen Art. Also, wie ist der Hamburger entstanden? Erstmal hört sich Hamburger ja sehr deutsch an. Und das ist auch so. Der Hamburger ist tatsächlich ein echtes deutsches Urgestein. Und zwar wurde er im 19. Jahrhundert, Pi Auge, wurde er das erste Mal zubereitet. Und er ist historisch bekannt unter dem Begriff Hamburger Rundstück. Das war ein Fleischstück, was zwischen zwei Brötchen oder zwischen zwei Brötchenhälften gepackt wurde. Und das ist im Prinzip eines der ersten bekannten Überlieferungen von dem Hamburger. Und danach ist er dann durch Auswanderer nach Amerika gekommen. Und das war so um 1870, 1880. Und dort wurde der das erste Mal etwas abgewandelt. Und da hat man im Prinzip schon Hackfleisch genommen mit Zwiebeln und hat quasi ein Hacksteak daraus gebraten. Und das war im Prinzip ein Lieblingsgericht der Arbeiterklasse, denn es war billig, proteinreich und wirklich sehr gut sättigend. Und ab 1904 wurde der Hamburger dann so weit weiterentwickelt, dass er im Prinzip als Hamburger wirklich weltweit bekannt geworden ist. Und jetzt gehen wir in die Küche, beziehungsweise wir sind aktuell im Schwedenurlaub. Und wie eben gesagt, werden wir hier im Camper ein bisschen in die Küche gehen. Das ist deutlich kleiner, also wundert euch nicht, es sieht alles ein bisschen anders aus. Wir haben auch nur eine Platte da. Wir wollten heute ein Lagerfeuer machen und es tatsächlich draußen braten, die Patties. Das war aber nicht möglich, denn hier regnet es die ganze Zeit. Nichtsdestotrotz, ich hatte Bock drauf, heute Abend Hamburger zu essen. Deshalb braten wir das auf dem Induktionsfeld im Camper. So, kommen wir nun zu den Zutaten für den Original-Hamburger. Und zwar besteht der aus Rindfleisch mit 20% Fett. Ich habe heute 800 Gramm hier. Normalerweise reichen noch 300, aber die Familie hat Hunger, deshalb muss es deutlich mehr werden. Dazu kommt Salz, ein bisschen Salz und schwarzer Pfeffer. Und dann haben wir eine kleine Zwiebel. Ich habe hier mal zwei, ich schmeiß die einfach mal mit da rein, zwei mittlere und zwei dicke Scheiben Weißbrot. So, das ist hier ein ganzer Stapel. Ich lege den mal hin, den werden wir schon vernichtet bekommen. Das sind auch schon die Zutaten. Und jetzt werden wir die Zubereitung machen. Dafür muss das Hackfleisch mit Salz und Pfeffer und Zwiebeln vorsichtig gemischt werden. Die Zwiebeln sind vorher fein klein zu hacken, in kleine Stücke. Und das machen wir jetzt. Vielleicht noch ganz kurz ein Hinweis zu den gehacktes Patties, während wir hier klein schneiden. Ihr müsst unbedingt zusehen, dass ihr die gut durchbratet. Denn Hackfleisch wird erstens sehr schnell schlecht und zweitens, wenn da eine Kontamination stattgefunden hat mit Bakterien wie E. coli oder sowas, sitzt das ja normalerweise auf dem Fleisch. Durch das Hacken und Kleinmachen wird dann auch alles, was draußen ist, nach außen und nach innen gebracht. Das heißt, der ganze Hackburger kann irgendwo kontaminiert sein. Deshalb ist es ganz wichtig, dass er vernünftig durchbratet. Wenn ihr da zu Hause grillt und draußen auf dem Fleisch ist was drauf an Bakterien, durch das Grillen wird die Außenfläche ja sehr, sehr heiß. Das heißt, das würde da meistens absterben. Das passiert in einem Hackburger aber nicht, wenn die nur außen ordentlich angegrillt sind.
Wer da Interesse hat, kann sich da gerne mal bei Netflix eine Serie zu angucken. Also eine Serie, das ist eine Dokumentation. Da geht es um die amerikanischen Lebensmittelskandale. Und die Amerikaner hatten tatsächlich einen großen Skandal mit E. coli-Infektionen gehabt. Ich krieg's aber jetzt nicht mehr genau zusammen, wann das war. Und das betraf auch das Hackfleisch. Und wer sich das mal reinziehen möchte, um zu sehen, wie sowas enden kann, dem empfehle ich diese Netflix-Serie. So, dann kommen die kleinen Zwiebelchen jetzt zu dem Gehacktes. Jetzt müssen wir das noch salzen und pfeffern. Ja, natürlich super professionell, dass wir nichts dabei haben. Ihr kennt mich ja, immer die Hälfte vergessen. Also ein bisschen Salz rein. Nicht zu viel. Und dann auf jeden Fall auch noch Pfeffer rein. Das machen wir mal so hier. Und dann mischen wir das zu einem wunderschönen, ja, Paket durch. Und dann können wir daraus auch schon die Patties formen, weil viel mehr ist da gar nicht drin. Und ihr wisst ja, ich liebe es, dass es Rezepte gibt mit super wenig Zutaten, weil da ist dann meistens richtig Geschmack drin. Spätestens, wenn da alle möglicher Kram reinkommt und jeder meint, er müsste sich dann noch mal irgendwie verewigen und irgendwelche Zutaten noch mit drunter mischen, dann schmeckt das meistens nicht mehr so geil. Aber so ganz naturbelassen, in Anführungsstrichen, mit wenig Gewürzen und wirklich wenigen Zutaten, ist einfach genial. Ich liebe das. So, wenn wir das jetzt durchgeknetet haben, dann werden wir das in eine Gusspfanne bringen und Patties formen und diese Patties dann, ich sag mal, im Fett ordentlich anbraten und schön einbraten. Und dann brauchen wir nur noch die Toastscheiben braten und rösten ein bisschen in der Pfanne und dann ist der Hamburger auch schon fertig. Da kommt noch ein bisschen Senf dazu, mittelscharfer. Ja, und dann geht's ans Probieren. Also, wir haben jetzt die Butterschmalz in der Pfanne. Jetzt machen wir die mal heiß. Und dann werden wir die Patties schön darin braten. So, tut man die ein bisschen platt. Das wären tatsächlich 4 schöne Patties für 4 Personen. Da lassen wir die jetzt mal ordentlich anbraten. So, während die Patties jetzt vor sich hin brutzeln, vielleicht noch mal 5 Fakten zu dem Thema Hamburger. Der Fakt Nummer 1. Der erste Hamburger hatte keinen Ketchup, da haben wir eben drüben schon gesprochen. Der kam erst 1920 durch Heinz bei den Fastfood-Ketten mit dazu. Fakt Nummer 2. Das Fleisch war ursprünglich nicht durchgegart, eher medium rare. Und dazu habe ich euch eben ja was gesagt. Macht's nicht. Fakt Nummer 3. Der erste Cheeseburger wurde in 1935 in Kalifornien serviert, also rund 50 Jahre nach dem ersten Patty. Fakt Nummer 4. In Deutschland hieß der Hamburger bis in die 50er Jahre oft Frikadellenbrötchen. Jetzt wisst ihr auch, warum das so war. Fakt Nummer 5. Der Name Burger ist eigentlich eine Kurzform von Hamburger Sandwich und hat nichts mit der Stadt Burger zu tun. So, dann riskieren wir mal einen Blick, wie der Patty von unten aussieht. Na, der braucht noch ein bisschen. Na, wie ihr seht, steht der Camper ein bisschen schief. Leichte Herausforderungen. Das Fett läuft nach hinten. So, und während die Patties jetzt in der Pfanne sind, vielleicht mal die Frage, wer hat denn den Hamburger tatsächlich als Persona erfunden? Und da gibt es 4 verschiedene Kandidaten, die so ausgespuckt werden. Und das eine ist Charlie Green in 1885. Der hat angeblich Hamburger auf Jahrmärkten verkauft. Und der fiel ihm immer vom Teller. Und deshalb hat er ihn zwischen 2 Brotscheiben gesteckt. Und das ist so eine Story, wie der Hamburger entstanden ist. Und
Das zweite war so die Menschesbrüder, das war so um 1885. Denen ging das Schweinefleisch aus und dann haben sie sich überlegt, warum nicht Rind nehmen? Dann haben sie es mit braunem Zucker gewürzt und es in den Brötchen serviert. Das ist so die zweite historische Einordnung, wo es vielleicht original hergekommen sein sollte oder kann. Und das dritte ist dann Fletcher Davids gewesen. Der hat Hackfleisch-Sandwiches mit Senf und Zwiebel serviert. Angeblich auch auf der Weltausstellung 1904 in St. Louis. Ob das stimmt, weiß man natürlich nicht. Ja, und der letzte ist die Louis Lunch. Das scheint eine Kette oder irgendwas zu sein, die wohl heute noch aktiv sind. Schreibt es mal in die Kommentare rein, wenn ihr die kennt. Mir sagte das überhaupt nichts, aber wenn ihr die kennt, schreibt es mal rein, ob ihr da schon mal essen wart und was die heute so anbieten und vor allem, wie die Hamburger heute aussehen bei denen. Und die behaupten, den ersten Burger serviert zu haben. Fleisch zwischen Toast mit Ketchup. So, welche dieser 4 Menschen es dann wirklich da gemacht hat, das werden wir wahrscheinlich nie wieder herausfinden. Aber so ist das in der Historie. Manchmal kommt die Wahrheit nie ans Licht. Ja, das sind schon ein paar ordentliche Brocken, die brauchen ein bisschen, bis die durch sind. Aber da lassen wir auch, kleiner Schenkelklopfer, nichts anbrennen. So, das sieht ja schon ganz gut aus. So, ordentlich gematzelt hier. Das müssen wir alles mal wegwischen, so dass man in den ganzen Camper reinläuft. So, dann drehen wir die jetzt nochmal. Ja, die Patties sind jetzt gut. Die holen wir schon mal raus. Das ist eher eine große Monsterfrikadelle geworden. Aber egal, es muss ja nur schmecken. Also daraus lernen, einfach ein bisschen dünner drücken und dann wird die auch ein bisschen breiter und passt besser auf den Burger. So, jetzt müssen wir noch die Brotscheiben rösten. So, die sind jetzt leicht kross. Ich denke mal, das reicht. Die sollen ja auch nicht steinhart werden, sondern so ein bisschen angebrutzelt. Und jetzt kommen wir zum Servieren. So, da machen wir noch ein kleines bisschen Senf drauf. Kleines bisschen. Senf ist lecker. Immer nicht zu wenig. So. Jetzt fehlt noch der Deckel. Und dann ist der Burger schon fertig. So, kommen wir nun zur Verkostung des originalen Hamburgers aus Deutschland. Ja, wir haben die geilsten Sachen erfunden, das stimmt. Reiht sich ein. So, dann probieren wir den jetzt mal. Schön kross. Schmeckt genauso, wie man es erwartet. Das Rindfleisch ist gut durch, aber nicht trocken. Das Patty ist leicht angebrannt. Also angebrannt, hat eine schöne Bräune. Ist lecker. Kann man wunderbar zusammen essen. Ist aber ehrlich gesagt nichts Besonderes. Ist lecker mit dem Senf. Würde ich wieder machen, vielleicht aber diesmal nicht mit dem Weißbrot in der Pfanne. Das war nämlich ziemlich uncool, muss ich sagen. Hat keinen Spaß gemacht. Entweder wirklich ganz modern in den Toaster stecken oder mal einfach was anderes ausprobieren. Und der Bremsklotz oder sagen wir mal das Patty ist ganz lecker, wie eine Frikadelle. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen hoch, abonniert den Kanal. Vielen Dank dafür. Und wer bis jetzt durchgehalten hat, ein kleiner Teaser. Die nächste Woche, denn ich bin ja in Schweden, heißt, ihr kriegt jetzt auch Schweden-Content von mir. Und auf dem Programm steht originale Köttbullar und, ich traue es mich kaum zu sagen, Surströmming. Wer sehen möchte, ob ich den Surströmming feiere oder ob ich ihn einfach nicht runterbekomme, der schaltet wieder ein. Vielen Dank dafür und wir sehen uns. Bye.